Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu diesem Live-Englischunterricht. Ich bin Nick, bin Amerikaner, aber wohne seit 5 Jahren in Berlin. Ich bin heute Abend in Berlin in meiner Wohnung und ja, so Sommer ist fast vorbei und den ganzen Sommer habe ich keine Videos hier auf YouTube für euch gemacht, aber in der Zukunft wird das ändern. Und ja, und ich hoffe, ja, alle paar Wochen oder so diese Live-Unterricht Stunden, Halbstunden oder so live on YouTube zu machen. So, wenn ihr Fragen habt, jederzeit könnt ihr das schreiben als Kommentar und ja, entweder werde ich das antworten oder vielleicht werde ich später ein Video darüber machen, je nachdem, ja, wie kompliziert dieses Thema ist und diese Frage ist, die du hast. So, heute werden wir über Unterschiede reden. Und in der letzten Monat bei meinem Privatunterricht, meinem Privateinzelunterricht, gab es viele Beispiele, wo ein Schüler oder eine Schülerin hat etwas gesagt, das nicht genau stimmt. Die haben so, manchmal habe ich genau gemerkt, was für ein Fehler es war. Manchmal zum Beispiel haben die einen falschen Freund benutzt, statt das richtige Wort. Ja, und andere Male waren es 2 Wörter, die so ähnlich klingeln. Ja, so heute werden wir diese Beispiele wiederholen, weil die sind alle Beispiele, die ich oft von Deutschen höre. Aber erstens will ich, dass euch ein bisschen von, dass ihr ein bisschen von euch erzählt. Okay, ihr könnt schreiben, wo ihr herkommt, wo ihr wohnt und so. Ich gehe davon aus, dass die meisten von euch in Deutschland seid, aber vielleicht macht ihr gerade Urlaub und es ist zu kalt oder es regnet und deswegen seid ihr nicht am Strand oder so. Aber prinzipiell habe ich gedacht, dass ihr über euren Sommer reden oder schreiben könntet. So, how was your summer? Wie war dein Sommer? How was your summer? Dann auch, what did you do? Guck mal, wir sagen du statt make. Auf Deutsch wäre es, was hast du gemacht? Hier auf Englisch, what did you do? Und, where did you travel? Where did you travel? Wohin bist du gereist? Wohin bist du gereist? So, für mich, ich war 2 Wochen in den USA bei meiner Familie. Ich habe meine Familie besucht und auch die Stadt Michigan besucht. Es war sehr toll. Ich habe viel Spaß gehabt und immer gut, meine Familie zu sehen. Ich habe auch ein paar Festivals. Ich war auch bei ein paar Festivals und ja, dann auch so hatte ich einen entspannten Sommer hier in Berlin. So, ihr könnt das gerne so als Kommentar schreiben und dann am Ende dieser Unterricht werde ich sagen, ich werde euch ein bisschen Feedback geben, wie ihr das besser schreiben könntet. So, aber jetzt fangen wir gleich an mit, was ist der Unterschied? Was ist der Unterschied? Und eigentlich brauche ich ein kurzes Moment. Ich habe nicht so falsch gemacht, aber ich bin nicht 100% bereit und Answer. Okay. Hier sind wir. Okay. Was ist der Unterschied zwischen to stand up and to wake up? To stand up and to wake up. Was ist der Unterschied? Und vielleicht könntet ihr so ein paar Sätze schreiben als Kommentar und versuchen, diese Wörter zu benutzen, diese Phrasen zu benutzen. So, wie sagt man to stand up auf Deutsch? Hier ist es ein bisschen schwierig, weil man denkt aufstehen. Und in einem Sinn ist Aufstehen richtig, aber es bedeutet nur Aufstehen im Sinne von, so jetzt sitze ich und so aufstehen. Aber nicht morgens, nicht vom Bett. So, to stand up
bedeutet wirklich nur in der Sinne, ich sitze oder ich liege und dann springe ich hoch. To wake up oder to get up, das ist morgens aufwachen. So, I tried to stand up, but instead fell down. Ich habe versucht aufzustehen, aber stattdessen bin ich hingefallen. I tried to stand up, but instead fell down. Oder und dann mit wake up und get up, I woke up this morning at 10 a.m. Das ist wichtig bei mir. I woke up this morning at 10 a.m. And I normally get up at 9 a.m. I normally get up at 9 a.m. So vielleicht könntet ihr auf diese Frage antworten. When did you wake up this morning? Und ein bisschen üben. Okay, und das nächste Beispiel ist to stand and to stay. To stand and to stay. Was ist der Unterschied hier? So, to stand ist stehen und to stay ist bleiben. Und oft höre ich von Schülern, die sagen, I decided to stay. Wie sagen die das eigentlich? Es ist eher das so, die meinen, dass die da gestanden sind, aber die benutzen stay. Da stay und stay sehr ähnlich klingeln, aber es ist falsch. So, to stand ist stehen und to stay ist bleiben. Und hier sind ein paar Beispielsätze. I stood the entire day. My legs are tired. My legs are tired. I want to stay at the bar, but my boyfriend wants to go to the club. I want to stay at the bar, but my boyfriend wants to go to the club. Ich will in der Kneipe bleiben, aber mein Freund will ins Club gehen. So, I stood the entire day, my legs are tired. Ja, und dann wird es Sinn ergeben, wenn man den ganzen Tag stehen müsste und seine Beine müde sind, würde er vielleicht sagen, I want to stay at the bar, but my boyfriend wants to go to the club. Okay, und das nächste Beispiel ist Meaning und Opinion. Meaning und Opinion. Wie sagt man Meaning auf Englisch? Es ist nicht Meinung. Opinion ist Meinung. Meaning ist Bedeutung. Manchmal Sinn. So Sinn des Lebens, Meaning of Life, aber normalerweise benutzen wir es als Bedeutung. Zum Beispiel, man könnte sagen, what is the meaning of the word exchange? What is the meaning of the word exchange? Das würde auch so bedeuten, what does the word exchange mean? What is your opinion on the weather? What's your opinion on the weather? Das ist ja etwas langweilig, aber ja, manchmal sind Beispielsätze langweilig. So, was ist deine Meinung in Bezug auf das Wetter? What is the meaning of the word exchange? Was bedeutet das Wort exchange? Und das ist für unser nächstes Beispiel. Exchange und change. Exchange und change. Exchange und change. So, change ist ändern.
Change ist ändern. Exchange ist tauschen. So, die klingen ähnlich, so Exchange und Change, aber die haben unterschiedliche Bedeutungen. Zum Beispiel, I exchanged the red shirt for a blue shirt. I exchanged the red shirt for a blue shirt. Vielleicht hatte ich ein rotes T-Shirt an vorher und dann jetzt habe ich mich für ein blaues entschieden und ich muss es tauschen. Oder I changed jobs. I changed jobs. Ich habe meinen Job geändert. Ich habe einen neuen Job now. Jetzt. So, jetzt haben wir mehr Beispiele. So jetzt lerne ich fahren. Aber ich habe einen Führerschein seit 18 Jahren oder so, seit ich 16 war, habe ich in den USA gelernt, aber jetzt wohne ich in Deutschland seit 5 Jahren und eigentlich meine ersten 5 Jahre hier bin ich gar nicht gefahren, aber vor ein paar Monaten habe ich meinen deutschen Führerschein gekriegt. Ich musste nur eine theoretische Prüfung machen, aber ich musste keine praktische Prüfung machen, aber ich bin noch nicht so gut. Und ein anderes Ding, ich kann nur Automatik fahren. Ich weiß nicht, wie man Gangschaltung fährt. Ich habe es schon 2 Unterrichtsstunden mit meiner Freundin gehabt. Sie bringt das bei und ich lerne langsam. So, jetzt kann ich, wenn es gerade ist, so ist es okay, zu fangen, aber wenn es so ist, bergauf, habe ich Probleme. So, auch kann ich nicht rückwärts fahren. Ich weiß das noch nicht, wie es geht. Ich muss das lernen beim nächsten Mal. Das heißt, ich kann nicht so gut parken. Ich muss immer anhalten irgendwo und dann meine Freundin, sie parkt das Auto. Aber der Unterschied heute ist Parking Lot und Parking Spot. Was ist ein Parking Lot und was ist ein Parking Spot? Kennst du den Unterschied? So, ein Parking Lot ist die Fläche. So, beide sind Parkplatz, aber Parking Lot ist die Fläche. Die Fläche. So etwas groß, wo 10 oder 20 oder 100 Autos parken können. Und Parking Spot ist der einzelne Platz. Der einzelne Platz. So. The parking lot by Reva is full. Das heißt, es gibt viele Autos da, es gibt keine Autos mehr, keine Plätze mehr für Autos. Aber so, we are looking for a parking spot. Ja, da das bei Reva voll ist, dann wir suchen nach einem Parkplatz. Vielleicht auf der Straße oder so. Aber wenn man rückwärts fahren muss, um einzuparken, dann kann ich das nicht machen. Was haben wir sonst? Das ist sehr, sehr wichtig, wenn man über Urlaub spricht. Vielleicht, wenn ihr über euren Sommer schreibt, dann vielleicht wart ihr in Spanien oder Italien oder so. Und hier ist etwas, das oft vorkommt. Italien und Italy. Was ist der Unterschied zwischen Italien und Italy? So, Italien ist entweder die Sprache oder die Leute oder ein Adjektiv. Und Italy ist das Land. Das heißt, I went to Italy. It was difficult because I don't speak Italian, but I loved the Italian food. Italians really know how to cook. So, das ist der Unterschied zwischen Italien und Italy. Und es ist oft, dass ich höre, oh ja, I went to Italian.
Nein, das ist nicht wichtig. I went to an Italian restaurant. I went to an Italian's house. Aber das Land ist Italy. Rom zum Beispiel ist in Italy auf Englisch. Ich war nur einmal in Italien und ich war in Rom für eine Hochzeit von einer Freundin von mir. Und ja, das war schön. Ich würde zurückgehen, auf jeden Fall. Aber es gibt auch viele andere Orte, wo ich sein will. Zum Beispiel Spanien. Spanien. Wie sagt man Spanien und Spanisch? So, wir haben I went to Spain and spoke Spanish. Spain ist das Land, Spanish die Sprache und die Leute. I went to Portugal. Portugal ist das Land. But don't speak Portuguese. Das ist eigentlich wahr. Also, ich spreche ein bisschen Spanisch und als ich in Portugal war, habe ich einfach versucht, Spanisch zu sprechen. Auch so mit ein bisschen anders, mit einem Akzent oder so. Und es hat einigermaßen funktioniert. So. Ich hatte keine guten Gespräche mit Leuten, aber ich kam damit klar. So, es war okay. In Portugal war es schön, aber mit der Sprache, es hat einigermaßen funktioniert. Ich habe es auch in Italien gemacht, dass ich einfach Spanisch gesprochen habe und die sind ähnlich genug. Und es hat so gut genug funktioniert. Ja. So, was für andere Länder? Was ist Frankreich? Wie sagt man Frankreich auf Englisch? France. Und die Sprache? French. Belgium. Die sprechen auch Französisch in Belgien. Aber Belgian Waffles zum Beispiel. French Toast. French Toast ist ein Frühstück-Dings, das man oft in den USA isst. Das ist so Brot, man nimmt Brot, so Toastbrot und dann Eier und so und man macht das Toastbrot in den Eiern und so und dann in der Pfanne und es ist lecker mit Syrup, so Ahornsyrup und ja, du sollst es mal probieren. So, such mal noch ein Rezept für French Toast und ja, du wirst nicht enttäuscht. So, was haben wir sonst in dieser Reihe hier? In dieser Reihe haben wir The Netherlands. Man muss the sagen. Man kann auch Holland sagen, aber ohne the. Beide sind wichtig, wie auf Deutsch. Und Dutch. Ja, nicht so weit von Deutsch, aber Dutch. Das ist so die Sprache, die da sprechen. Wir haben England, Englisch. Ihr kennt das auf jeden Fall, wenn ihr so ein Video guckt und ein bisschen Englisch lernt. So, und dann haben wir auch Scotland und Scottish. Warte mal. Okay, irgendwie sah das ein bisschen komisch aus mit dem Doppel-T, aber es ist wichtig. Okay, warte nur nochmal gucken. Und dann haben wir Wales und Welsh und Ireland und Irish. Und dann, ja, Germany is German. Und Austria ist Austrian. So. Hier sind alle die westeuropäischen Länder oder die meisten davon. Und es ist so, es gibt immer einen Unterschied zwischen Land und Sprache und ein Adjektiv dafür. Okay. Und dann unseres, was haben wir jetzt? Oh, ja. Wir haben auch hier mostly, at most. Mostly, at most. Was ist der Unterschied hier? Erstmal gebe ich dir ein paar Sätze. Mostly, we speak German with each other. We speak at most 10 minutes of English. So, siehst du den Unterschied hier? Mostly ist meistens. Mostly ist meistens. At most ist höchstens. Höchstens.
Ich muss an meinem deutschen Akzent ein bisschen arbeiten. Ja, auf jeden Fall. Aber ihr habt das schon gehört. Aber ja, mostly ist meistens. At most, höchstens. Okay. Und ja, als ich schon gesagt habe, zu jedem Zeitpunkt kannst du so Fragen stellen, so wenn ich etwas sage, und es ist so, hä? Ist das wirklich wichtig? Oder so, oder du hast eine andere Frage dazu, dann ja, schreib mir gerne das als Kommentar und ich versuche es zu beantworten. Okay, das nächste. Wir haben ein Wort, actual, und ein anderes Wort, actually. Ja, es ist nicht aktuell. Es ist nicht aktuell, die sind falsche Freunde. So, actual und actually, das ist eigentlich. Eigentlich. Current, das ist wie wir aktuell sagen auf Englisch. Current ist aktuell. The current debate, or the current election is very important. Ja, ich bin heute in Berlin rumgelaufen und habe so viele Plakate gesehen für alle die verschiedenen Parteien und so. Ja, und es ist so ein bisschen verwirrend für mich, weil es so viele Parteien gibt. In den USA haben wir nur 2 Parteien, die sehr stark sind und eine Chance haben, wirklich Einfluss zu haben. So, so für eine Stadt oder so ist es was anderes, aber wenn man für das oder über das Bundes redet, dann ist es was anderes. So, ja. Actually, eigentlich, I can't vote. So, ja, ich bin Ausländer, ich habe keine deutsche Bürgerschaft, deutsche Staatsbürgerschaft und deswegen kann ich nicht wählen. So, eigentlich kann ich nicht wählen. So, es interessiert mich, ja, so, und ja, ich habe auf jeden Fall Hoffnungen, dass Deutschland in bestimmte Richtungen geht. Aber ja, ich kann das nicht so direkt einflussen beim Wählen. Aber wahrscheinlich kannst du. Ja, und ich hoffe, ja, dass du wählst und so. Und ich glaube, es ist gut in Deutschland, dass man einfach per Brief wählen kann. Es macht alles einfacher. So. Was haben wir auch? So, accept und expect. Das ist so, Leute von allen Ländern haben Probleme mit diesen 2 Wörtern. Accept und expect. So, accept ist akzeptieren. Expect ist erwarten. Und hier ist ein Satz, das so ein bisschen die 2 kombiniert. Ich versuche immer das zu machen. Ich versuche immer, aber ich wage es, wenn ich das machen kann. I must accept that not all of my expectations, das ist das Nomen davon, von expect, will be met. Ich muss akzeptieren, dass nicht alle meine Erwartungen werden getroffen. Ich weiß nicht, wie man das eigentlich met. So, meet ist treffen, aber mit Erwartungen, ich weiß nicht, was für ein Verb man benutzt. Aber auf Englisch sagen wir met und expectations, Erwartungen, akzeptieren. So, und dann haben wir... So, was ist der Unterschied? I stayed in a hotel. I lived in a hotel. So, zwischen stay und live. Wir hatten schon stay mit bleiben. Aber man kann auch sagen, I stayed in a hotel. I lived in a hotel. So, to stay im Sinne von wohnen, das bedeutet, so in Urlaub, kurze Zeit. Aber to live in a hotel, fast niemand wohnt in einem Hotel. Fast niemand, ich meine so vielleicht, ich weiß nicht, 100 Leute in Deutschland. Nur so sehr, sehr reiche Leute, da es echt teuer ist, für 365 Tage im Jahr in einem Hotel zu wohnen. Wer würde das machen? Yeah, so to live is
to reside, sagen wir auch auf Englisch. Nicht Residenz, das ist was anderes, so, wo die Königin wohnt oder so. Aber to live ist für eine lange Zeit. Und manchmal ist es ein bisschen schwierig, zum Beispiel, wenn ich einen Monat in Portugal in einer Stadt wohnen würde, so ein Airbnb oder so etwas, dann ist so live oder stay. Manchmal ist es ein bisschen an der Grenze da. So, aber auf jeden Fall, wenn du eine Woche an der Ostsee bist, das ist stay. Und wenn du für ein Jahr oder so irgendwo wohnst, das ist live. So. Yeah. So. Interested, interesting. Und alle diese ed oder ing Endungen. Excited, exciting. Das Gleiche, es ist alles das Gleiche. Aber was ist der Unterschied? Interested oder interesting? So, the movie was very... Welche? Kann ein Film interested oder interesting sein? Es muss interesting, interessant. So, interesting ist interessant. Interessant. Vielleicht habe ich das. Ja, das sieht besser aus. Und interested ist interessiert. Ich habe ein paar Probleme mit Buchstabieren heute. So. The movie was very interesting. Aber was hier? I am. Was bin ich? Interesting oder interested? Beides. Oder es kann beides sein. So, I am interesting. Das ist ein bisschen angeberisch. So. Ja, ich sage angeben. Weil ich weiß, dass man das so buchstabiert. So, angeben. I am interesting. That means... sorry, I am interested. Das bedeutet... ich mag etwas oder habe Neugier. So, the movie was very interesting. So, Filme und Dinge, eine Wohnung kann interessant sein. Ein Foto kann interessant sein, interesting. Und Menschen können interesting und interested. Das gleiche mit boring and bored. The movie was boring. I am bored. Because I watched it. I am boring because no one likes me. Nein, das ist nicht wahr. Nur für die Beispielsätze. Okay, und dann, ja, nach einem falschen Freund. Wir haben, oh ja, wie sagt man streng? Es ist nicht strong. Streng ist strict. Stark ist strong. So, die Beispielsätze. My teacher is very strict. Nick is a very strict teacher. Ist das wahr? Nein, es ist nicht wahr. Eigentlich bin ich gar nicht streng als Lehrer. So, für mich, was ich sehr, sehr wichtig finde, und eigentlich, erstmal Beispielsatz mit strong. Nick is very strong. Muscles. So, das bedeutet strong. Strong ist, ja, Muskeln und so. Nee, aber ich bin gar nicht streng. Und hier ist meine Philosophie über Sprachen. So, ihr habt mich so für die letzte, ihr habt mir die letzte, ich weiß nicht, so halbe Stunde oder so zugehört. Ihr habt mein Deutsch gehört. Und ja, mein Akzent ist nicht so gut. Ich habe Grammatikfehler gemacht. Ja, und es ist auch manchmal benutze ich nicht das richtige Wort und so. Und Endungen so sind nicht immer richtig. Aber mit diesem Deutsch, die ich habe, ich komme in Deutschland, klar, so, ich bin in einer Beziehung mit einer Deutschen und wir reden so 50-50. So, eine Woche Englisch, eine Woche Deutsch. Und wir haben uns eigentlich
bevor wir uns gedatet haben und die ersten so paar Monate, 6 Monate unserer Beziehung, haben wir nur Deutsch geredet. Mein Deutsch war damals ein bisschen besser, da ich es mehr geübt habe, aber so, ja, ich bin in jemanden verliebt. Wir haben so eine Liebe auf Deutsch und so. Und ich arbeite auch auf Deutsch, so bei einer deutschen Firma und ja, meine Arbeit ist eigentlich auf Englisch, aber ich habe Meetings auf Deutsch. Und ja, es ist so ein Ding, das ich merke, ist, manche Leute sind zu streng mit sich selbst und die denken, oh, mein Englisch ist der Horror. Aber du kannst viele Fehler machen und trotzdem Englisch benutzen. Im Urlaub, mit Freunden. Ja, du kannst auch auf Englisch arbeiten. Klar, so wenn du nur so intermediate bist, B2 oder so, B1, B2. So B1 kannst du so ein soziales Leben auf Englisch haben. B2 könntest du auch arbeiten auf Englisch. Nicht, wenn deine Arbeit auf Englisch ist. Nicht, dass du könntest nicht als Journalist arbeiten auf Englisch mit B2 oder auch C1. Ja, aber mein Rat für euch ist, sei mal nicht zu streng und Hauptsache reden. Es ist gut, solche Videos anzugucken, okay, was ist der Unterschied zwischen das und das, was ist, ja, was sind typische Vokabelfehler, die man macht und wie kann ich die vermeiden und so. Aber Hauptsache sprechen und reden. Ja, ich empfehle das und es gibt viele Events in viele verschiedene Städte in Deutschland, zum Beispiel in Berlin auf jeden Fall gibt es viele Möglichkeiten, Englisch zu reden, aber auch in anderen Städten. Und vielleicht musst du ein bisschen fahren, so eine halbe Stunde oder 3/4 Stunde auf irgendwo hinfahren, aber du kannst so meetup.com benutzen und sehen, oh, gibt es unterschiedliche Gruppen, zum Beispiel vielleicht wanderst du gerne. Es gibt eine Wandergruppe in Köln oder so und du wohnst nicht so weit von Köln. Dann kannst du vielleicht dahin fahren und mit dieser Gruppe irgendwo hin wandern oder ja, guck mal auch auf Toytown. Toytown ist eine Webseite und ist eine englischsprachige Webseite. Die haben Foren da, du kannst dein Englisch üben beim Schreiben und du kannst auch, die haben auch so manchmal Treffens da, wo die Leute so in einer Kneipe oder so sich treffen. Oder so etwas sich treffen. Und ja, ich habe ein bisschen gelabert jetzt die letzten paar Minuten oder so, aber mein Rat für euch, sei mal nicht zu streng. Und ja, ich glaube, das ist so ein guter Punkt zu enden. Und ja, ich hoffe, dass in der nächsten Zeit, dass ich diese Videos öfter machen kann. Wenn du ein bestimmtes Thema oder über ein bestimmtes Thema Fragen hast, dann schreib die mal als Kommentar. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Abend und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao!